Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das größte Update in der Geschichte von SF ist nun endlich da. Ja, kann man so sagen. Es ist wirklich eine sehr große Umstellung seit der Remastered-Version. Von der Originalversion von Shakes and Fidget gab es nicht mehr so eine große Überarbeitung, wie es jetzt hier momentan gerade der Fall ist. Und ja, man kann hier bereits schon drauf spielen. Das geht allerdings nur auf F9. Und das geht nicht nur auf F9, sondern man muss auf F9 auch auf der Preview-Version von dem Spiel spielen. Dann kann man selbst auch auf F9 schon heute auf die Version zugreifen. Ansonsten wird das Ganze für euch morgen verfügbar sein. Bevor wir hier großartig reingehen in die ganze Materie, ja, werden wir nochmal ganz kurz auf die Preview, beziehungsweise nicht auf die Preview, auf den Changelog eingehen, der auch mit ins Spiel hinzugekommen ist. Da sind nochmal sehr knackige Informationen unter anderem mit dabei, die noch mit dem Update folgen werden oder noch mit dazugekommen sind, worüber noch nicht gesprochen worden ist. Das erste, worüber noch nicht gesprochen worden ist, bevor wir hier reingehen überhaupt, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Es gibt einen neuen Dungeon. Es gibt einen neuen Dungeon, allerdings für Anfänger. Ja, den werden wir uns jetzt einmal anschauen. Das ist quasi wie ein Tutorial. Gehen wir einmal durch. Das machen wir jetzt mal zuallererst, weil da habe ich jetzt schon mega Bock drauf, muss ich schon so sagen, ja. Aber bevor wir uns dem Rest widmen hier, leider gibt es auch News, die, muss ich sagen, finde ich persönlich absolut schade, dass die ins Game gekommen sind. Das finde ich wirklich nicht gut. Es gab in der Vergangenheit ist das Thema schon mal aufgekommen. Und da wurde es auch sehr hart von der Community kritisiert. Ich bin gespannt, ob sie darauf reagieren. Falls Sie das hören nochmal, wie das Feedback der Community dazu sein wird, was ihr dazu sagen werdet. Finde ich leider nicht gut, aber werden wir gleich drauf eingehen. Zuallererst gucken wir erstmal uns den neuen Dungeon an. Und zwar gehen wir dazu auf Kämpfe. Ja, man sieht das ja hier, stimmt, ich muss gucken, dass hier nichts überdeckt ist. Dann auf Dungeons und dann haben wir hier jetzt das Trainingscamp. Das ist neu, ja, und hier nimmt ein Shakes an die Hand, verarbeite Shakes-Attrappen zu Kleinholz und beweise damit, dass du für echte Monster in Dungeons gewappnet bist. Das ist tatsächlich neu. Und ich glaube, man kommt da ab Stufe 10 rein. Nee, man kommt da schon, glaube ich, direkt rein. Es gibt noch einen weiteren Dungeon, das wird ein Event-Dungeon sein. Der wird dann auch hier erscheinen. Werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Der ist dann ab Level 10, soweit ich weiß, betretbar. Ja, dazu aber gleich auf jeden Fall mehr. Es gibt viele neue Sachen tatsächlich. Und hier ist es auch schon. Ja, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Schön gestaltet, wie so ein Trainingscamp halt aussehen muss. Ja, Helmut, Heldenscheuche, soll nicht nur Krähen das Fürchten lernen, wirkt jedoch recht leblos der Gute. Wir entern hier schnell durch, weil das wird sowieso jetzt nicht großartig spannend werden. Ja, Helmut, Heldenscheuche, Stufe 2. Ja, Wip, Walter, stets in Bewegung. Zumindest auf einen und derselben kannst du knicken, dass er dich auch mal rauflässt. Zack, One-Hit, let's go. Stefan Splitterknecht, halte bloß deine potenteste Zugsalbe parat. Nehmen wir auch schnell mit. Ja, sehr geil. Blechbüchsen-Bob, eine weitere Beule fällt bei ihm jetzt auch nicht mehr auf. Sehr geil auf jeden Fall. Ich feiere das, ist cool. Ja, gibt auch ein bisschen Rewards. Ist jetzt nicht viel, aber das könnte tatsächlich sehr verändernd sein für Serverstarts vielleicht. Ne? Also es gibt ja ein bisschen XP. Flammfritz befindet sich in Gefahr, sich selbst in Brand zu setzen. Let's go. Nehmen wir mit. Dann haben wir den Wirbelwilli. Ja, Grüße gehen raus. Schwirr und wankt unkoordiniert durch die Luft. Eine Bruchlandung ist unvermeidbar. Schuld dafür aber deine Reflexe bei in Deckung springen. Let's go. Ja, alles hier so eine Attrappen hier. So eine Demo-Sachen halt. Crash-Tester Christoph. Ihm brummt noch der Schädel von letzten Schleudertrauma. Er wurde schon öfter zerstört und zusammengesetzt, deswegen sind bei ihm einige Schrauben locker. Ja. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere von euch, zumindest namenstechnisch, jetzt ja in einem Shakes and Fidget Dungeon wieder. Susi Sägeblatt, vielleicht auch die Susi da draußen, ja. Wo die Präzision ihres Sägeblatts versagt, kommt die Kanone fürs Grobe zum Einsatz. Let's go.
Und dann einmal der Allzweck Anton. Hier wurde alles verbaut, was Shakes finden konnte. Durch seine Vielseitigkeit eignet er sich sowohl fürs Camping als auch als letzte Prüfung für Anfängerhelden. Nehmen wir mit. Ja, bisschen XP dazu bekommen. Dungeon gecleart, sehr geil, ja. Jetzt haben wir hier tatsächlich so einen Balken, der hier abläuft. Ja, das ist für den nächsten hier. Und das erstmal dazu. Ja, der neue Rucksack, alles da auf jeden Fall. Ne? Wir sehen hier alle neuen Informationen. Die Helden hier oben, ne, die hier parat stehen. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die News ein, die wir jetzt hier sehen, die Producer Notes. Und die haben es teilweise auf jeden Fall in sich, würde ich mal so sagen. Das Video, das gucken wir uns jetzt, obwohl, das können wir uns auch noch gleich angucken, wenn wir uns den neuen temporären Dungeon anschauen, der kommen soll. Neues Tutorials ist tatsächlich sehr, sehr viel, deswegen versuche ich mal so schnell wie möglich hier durchzukommen. Tipps wurden entfernt und für Charaktere der Stufe 1, 2 Hinweise zu Beginn implementiert. Neuer erste Dungeon Trainingscamp wird mit Stufe 2 freigeschaltet. So, Charaktere, die beim Release mit Stufe 2 haben das erste Monster in Dungeon zwar automatisch besiegt, aber müssen die restlichen 9 Monster regulär besiegen. Die Monster des Trainingscamps zählen für den Fortschritt des Sammelalbums, also auch wichtig. Ne? Anfängeraufgabenliste, Charakter der Stufe 1 schaltet dies durch das Besiegen des Monsters 1 Trainingscamp frei. Ja, Charakter in Stufe 2 bekommen die Aufgabenliste nicht angezeigt. Infoscreens, alle komplexen Features verfügen nun über einen detaillierten Infoscreen. Ja, also falls ihr irgendwo Fragen haben solltet, jetzt in Zukunft, dann gibt es jetzt hier überall Informationen oben. Das kleine Fenster, das ist jetzt tatsächlich in jedem Bereich so. Ja, gibt es jetzt hier überall die kleinen Infofenster. Ne? Also falls ihr irgendwo noch Fragen haben solltet, hier überall findet ihr was zu dem jeweiligen Features. Das erspart, denke ich mal, viele Fragerei. Und gerade für Anfänger ist das, denke ich mal, sehr nützlich. Ja, Legendary Dungeon, Inhalte für neuen Legendary Dungeon wurden implementiert. Dann jetzt die Sache, auf die ich zu sprechen kam, was ich wirklich nicht gut finde. Urlaubsmodus. Der neue Urlaubsmodus wird demnächst verfügbar sein. Voraussetzung ist, dass die Adventure-Matic Stufe 15 ausgebaut wurde, damit der Charakter gegen eine Pilzgebühr bis zu 30 Tagen Abwesenheit dennoch automatisch Ressourcen, zum Beispiel Erfahrung, Gold und andere tägliche Boni erhalten kann. Ja, finde ich nicht geil, muss ich sagen. Also bin ich ganz ehrlich mit euch, man muss ja auch so transparent sein und wirklich sagen, was man mag und was man nicht mag. Ansonsten wäre ja meine Meinung hier jetzt irgendwie gekauft und das ist halt bei mir eben halt nicht der Fall. Oh Gott, das läuft hier schon wieder über. Und ja, also hier seht ihr dann in Zukunft, das ist jetzt hier momentan noch nicht, aber wenn wir jetzt auf das Preview-Video schauen, dann können wir das dort bereits schon sehen. Und zwar, hier geht das los, ja. So, da haben wir den Vacation-Modus. Und warum finde ich das nicht gut? Ja, also es kam damals das Thema schon mal auf mit, dass man quasi so einen Urlaubsknopf macht, wo man das Ganze, seinen Account, wenn man im Urlaub ist, irgendwie ein paar Tage von selbst spielen kann, so, ne? Erstmal wurden den Ganzen schon so gewisse Bot-Thematiken nahegelegt, sag ich mal, dass man dann auch gleich mit Bot spielen kann, so mäßig dann gefühlt, ja, dass man gar nichts mehr so selbst machen muss dann. Aber das ist erstmal so gar nicht das, also das ist auch sehr verachtend, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Was ich halt aber nicht gut finde, ist, dass es war bisher immer so gewesen. Gut, mit der Floskel jetzt reinzugehen, ist vielleicht nicht ganz so schlau, weil es war immer alles schon so gewesen, ne? Aber ich sag mal so, die Spreu hat sich gerade vom Weizen getrennt, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ja? Wenn auf den Straßen Blut liegt, ja, dann zeigt sich, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist. Gut, ist jetzt ein bisschen drastisch überspitzt, sag ich mal. Aber wenn ihr im Urlaub seid für 3 Wochen oder so, ja, und ihr schafft es nicht, Shakes and Fidget zu spielen in der Zeit, dann holen andere natürlich auf euch auf. Und warum sollten andere dafür dann dementsprechend auch nicht belohnt werden, aufzuholen? Ja, wenn die zum Beispiel aktiv im Urlaub spielen, im Gegensatz zu euch, dann trennt sich in dem Moment die Spreu vom Weizen. So, und wenn man jetzt nun die Zeit investiert, extra im Urlaub, klar, ist es nicht so geil, im Urlaub Shakes zu spielen. Ich habe es ja jetzt selbst gesehen, wo ich jetzt 4 Tage unterwegs war. Ist nicht geil.
finde ich auch nicht geil. Habe ich auch keinen Bock drauf. Trotzdem mache ich das, weil ich weiß, ich würde sonst abgehängt werden. So. Und das ist der Moment, wo sich die Spreu vom Weizen halt einfach trennt. Weil andere machen das im Urlaub vielleicht nicht. Die wollen halt eben Urlaub machen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Oder die geben ihre Daten zum Sitten weiter an jemanden, den sie vertrauen, so vielleicht, ne, und der spielt dann für sie weiter, ne, was ich auch immer nicht so ganz geil fand, muss ich sagen, aber im Notfall geht das schon mal. Was ich damit sagen möchte ist, wenn es im Leben irgendwo Struggles gibt, Shakes and Fidget zu spielen, ja, dann muss man entweder durch die Scheiße durch, um halt eben, ne, das mitzunehmen, was man möchte, weil jeder geht von uns irgendwo durch mehr oder weniger durch Zeiten durch, wo man halt keine Zeit hat für Shakes und Fidget oder keinen Bock hat für Shakes und Fidget. Dann ist aber meiner Meinung nach, werden die belohnt, die halt eben trotzdem durchziehen und trotzdem was machen und trotzdem, ne, obwohl sie keinen Bock haben. Auch heute hab ich keinen Bock. Auch, nee, heute will ich nicht. Ich mache aber trotzdem. So ist genau wie beim Sport. So, ne? Ich habe keinen Bock auf Sport heute, ich gehe aber trotzdem. Und die werden belohnt, ja. Und die jetzt auf der Couch liegen, die werden halt eben nicht belohnt. Und so werden die auf der Couch liegen, halt eben belohnt, meines Erachtens nach. Klar ist ein Urlaubsmodus geil, ne? Man kann bedenkenlos in Urlaub gehen jetzt und man braucht nicht mehr hier großartig auf seinen Account aufpassen, aber wo führt das denn bitte schön hin? Also dann spielt jetzt jeder im Urlaubsmodus jetzt nur noch irgendwann oder so. Wahrscheinlich eher nicht, weil der Urlaubsmodus, der ist auch wirklich arschteuer. Ja, ihr seht das schon. Ihr seht schon, wie viele Pilze man hier bezahlen muss. Ja, you will receive the resources and XP you have collected when you return. You will also be automatically signed up for guild fights. Activating vacation mode costs 95 Pilze and each subsequent day in vacation costs 75. Also 75 Pilze pro Tag. Both are deducted from the mushroom stored in your Adventure-Matic. Vielleicht sehe ich es auch komplett falsch, aber als es damals hieß, ja, und ich weiß noch ganz genau, wer damals noch die Thematik mit dem Urlaubsknopf aufgemacht hat, ja, der ist heute nicht mehr da, übrigens, der spielt heute nicht mehr Shakes and Fidget. Vielleicht kommt er jetzt wieder, wenn es jetzt den Urlaubsmodus gibt. Das wurde so tot gehatet, diese ganze Thematik. Ja, deswegen, vielleicht sehe ich es falsch, also ich habe es noch so im Kopf, das ist so meine Meinung dazu. Wenn ihr es anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen. Vielleicht überdramatisiere ich das Ganze auch, keine Ahnung. Aber das ist so auf jeden Fall meine Sicht der Dinge dazu. Ja. So, auf jeden Fall, werden wir schauen. Ich werde definitiv trotzdem auch weiterhin im Urlaub meine Alu normal so weiterspielen und das nicht in die Adventure-Matic fließen lassen. Neu erfahrener Dungeon vom 12.07. bis zum 14.07. Also das ist auch bald tatsächlich. Das wird hier auch in dem Video kurz angezeigt. Ja, da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Ja, schön, da ist der Urlaubsmodus zu sehen. Genau, und hier haben wir einmal den Driving Dungeon. So, ne? Also, wie gesagt, ich will es auch wirklich nicht schlecht reden. Es ist ja auch irgendwo eine schöne Idee von Playa. Okay, gut, dann entlasten wir die Spieler einfach, die jetzt im Urlaub sind. Die entlasten wir. Gut, und wir haben nochmal eine passive Einkommensquelle mehr. Ist ja eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also ich kann das schon von Players Seite aus verstehen. Es soll kein Haten sein, soll nur meine Meinung der Dinge sein, was ich dazu sage. Aber ich kann das aus deren Sicht schon verstehen, dass man sagt, okay, wenn die Leute im Urlaub sind, dann sollen die auch im Urlaub gehen und dann bezahlen die halt aber einen extra Aufpreis dann dafür, damit deren Alu dann geklickt wird, so, ne? Ja, aber es ist halt eben auch ein bisschen teuer, muss man auch dazu sagen, auf jeden Fall. Genau, das ist der neue Dungeon. Ja, viel gibt es da jetzt bisher nicht so zu sehen, ne? So sieht das ganze Ding aus. Das wird uns dann bald als erstes wohl erwarten. Ja, und das war's dann auch schon, von dem Video zumindest. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen. Aufgabenliste, neues Event. Aufgaben wurden implementiert mit dem Schwerpunkt Festung, Pets, Legendary Dungeon, Elevator. Dann das UI und UX Rework haben wir hier überall am Start. Neue Timer, aber das sind so halt die ganzen Sachen, die wir jetzt schon die Tage gesehen haben. Neue ausbaubare Rucksackgilde. Also das sind jetzt quasi die Sachen, die uns jetzt schon in den Producer Notes soweit erklärt worden sind. Genau, und die uns gezeigt worden sind jetzt über die Tage verteilt, die wir jetzt hier schon gesehen haben sozusagen. Also ich glaube, es gibt hier jetzt nicht mehr sehr viel Shortcuts, neue Shortcuts gibt es hier auch, ne? Also wenn ihr irgendwo hin wollt, könnt ihr auch auf der Tastatur drücken.
Magischer Spiegel entfernt, das Achievement hoch. Für die magischen Spiegel wurde geändert, zu 50 Expeditionen abschließen. Während ein Charakter für Expedition ist oder ein... Okay, ja, das ist halt der Spiegel-Sammelalbum. Neues Shakes & Fidget-Logo gibt es. Ausrüstungs-Tool-Tipps, ja, Verbesserung, Aufgabenliste, Eventaufgaben wurden ausgehend von Community-Feedback optimiert, sodass diese jetzt angenehmer zu erledigen sind. Goldcap. Das Goldcap von 400 Millionen bei Einsatz von 100 Alu wird nun wieder bei Level 632 erreicht. Ja, auch sehr cool, dass es jetzt auch wieder so ist. Das hatten wir ja auch bemängelt gehabt. Sehr schön, wurde drauf eingegangen. Das ist eine coole Sache. Bis dahin nähert sich der Wert mit ansteigenden Level langsam an das Goldcap an. Ein paar behobene Fehler. Mobile-Version, ja, gibt es jetzt ein paar kleine Sachen. Und das war es jetzt auch schon grob und ganz zu den neuen Sachen, die hier jetzt in Shakes mit am Start sind. So, ne? Also wir sehen jetzt zum Beispiel, aha, hier im Quartier, dazu gehört zum Beispiel die Gilde Gauka Goblin. Okay, da ist jetzt mein Creator-Code ein bisschen, sorry, verdeckt. Glücksrad, ne? Aber sehen wir halt ja auch hier in der Stadtübersicht, Gilde, okay, da brauchen wir Hilfe. Da müssen wir hier angreifen, ich muss erstmal gucken, teilnehmen, zack. Hier haben wir auch schon den Held des Tages, der hier zu sehen ist, ja. Die Gildenleitung, sehr cool, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Sache. Hier übrigens sehr geil, auch sieht man halt eben die Angriffe, die jetzt schon gemacht worden sind auf die Hydra. Ja, wer hier schon die Hydra bekämpft hat und wer nicht. Ich muss mich selbst erstmal noch ein bisschen hier so reinfinden, weil bei vielen Sachen, ist es jetzt von der Gilde hier das I? Ja, vom Gildenchat wahrscheinlich. Bei vielen Sachen, da sehe ich jetzt selbst noch gar nicht genau hundertprozentig durch. So, jetzt haben wir hier was freigeschaltet. Wenn wir jetzt hier auf die Gilde gehen, Ausbauten, Management, einladen, ausschreiben, okay. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Achso, hier ist wahrscheinlich Ausbauten, okay, Mitglieder. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal, ich versuche gerade die Hydra irgendwie, die Hydra irgendwie anzugreifen. Finde jetzt gerade noch nicht ganz den Platz. Vielleicht habe ich sie auch heute schon angegriffen. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, da muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen reinfuchsen, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, ansonsten können wir hier auch halt auch einfach in der Übersicht schauen. Oder bei Kampf. Es war vielleicht auch bei Kampf. Ja, vielleicht wird das hier auch angezeigt, wenn irgendwas noch offen ist. Ja, das kann sein. Naja gut, Freunde, das soll es erstmal soweit für das heutige Video gewesen sein. Wir werden uns erstmal ein bisschen umstellen müssen, denke ich mal, an die neuen Sachen, an das neue Update. Und ja, aber ich denke mal, das geht wahrscheinlich schneller, als wir denken. Und bis dahin war es das soweit erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.